Herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns heute mal genauer an, wie wirklich erfolgreiche Menschen ihre Zeit nutzen. Und es geht ja oft gar nicht darum, immer mehr zu tun, sondern vielleicht bewusster das Richtige. Die Basis dafür sind Einblicke aus dem Text Erfolgreiches Zeitmanagement, Strategien für Produktivität. Und unsere Mission heute ist, die Kernideen daraus für dich zu extrahieren, die Prinzipien dahinter zu verstehen, damit du vielleicht was für deinen Alltag mitnehmen kannst. Packen wir das mal an? Genau. Zeit ist ja die Ressource, die wirklich jeder gleich hat. Immer 24 Stunden am Tag. Der ganz große Unterschied liegt eben darin, wie diese Zeit genutzt wird. Und ja, erfolgreiche Menschen scheinen da irgendwie einen besonderen Schlüssel gefunden zu haben. Ein zentraler Punkt, der immer wieder auftaucht, ist die Priorisierung. Also wirklich knallhart zu entscheiden, was wichtig ist. Erfolgreiche Leute wissen ja, nicht alle Aufgaben sind gleich. Da fällt mir sofort das Pareto-Prinzip ein. Also diese 80-20-Regel. 80% der Ergebnisse kommen oft von nur 20% des Aufwands. Kennst du das? Absolut. Das ist ein Klassiker. Und sie nutzen dann oft auch konkrete Methoden wie die Eisenhower-Matrix, also die Unterscheidung zwischen dringend und wichtig. Das Faszinierende ist für mich, dass sie sich ganz bewusst Zeit für das nehmen, was wichtig, aber eben nicht dringend ist, also dieser berühmte Quadrant 2. Was gehört da zum Beispiel rein? Naja, strategische Planung zum Beispiel, Weiterbildung oder auch der Aufbau von Beziehungen. Denk mal an Warren Buffett. Der verbringt ja enorm viel Zeit mit Lesen und Nachdenken. Das ist im Tagesgeschäft sicher nicht dringend, aber für seine Investmententscheidungen ist es absolut fundamental. Die Kunst ist halt, dieses Wichtige nicht immer vom Dringenden verdrängen zu lassen. Ja, gute Frage. Und das führt uns eigentlich direkt zum zweiten Punkt. Strukturierte Systeme und Routinen. Statt sich nur auf reine Willenskraft zu verlassen, die ist ja oft endlich, schaffen sie Gewohnheiten. Denk an feste Morgenroutinen. Viele erfolgreiche Menschen nutzen das. Elon Musk zum Beispiel. Der beginnt seinen Tag wohl sehr strukturiert mit den wichtigsten Aufgaben. Das reduziert die mentale Last, weil man nicht ständig neu entscheiden muss. Ah, das ist interessant. Und hier kommen dann wahrscheinlich auf diese berühmten Zeitblockaden ins Spiel, oder? Genau. Ich habe gelesen, Bill Gates plant wohl feste Blöcke für konzentriertes Arbeiten ein. Dieses Deep Work, wie Cal Newport das nennt. Also wirklich ohne Ablenkungen. Absolut. Das schützt die Zeit für komplexe, anspruchsvolle Aufgaben. Das ist ja das genaue Gegenteil von diesem ständigen Hin- und Herspringen zwischen E-Mails und kleinen Aufgaben, was so viel Zeit frisst und wenig Ertrag bringt. Aber um überhaupt Zeit für solche Deep Work-Phasen zu haben, muss man ja wahrscheinlich auch lernen, Dinge abzugeben. Unbedingt. Das ist der dritte Punkt. Delegation und Outsourcing. Erfolgreiche Menschen erkennen sehr klar, dass sie nicht alles selbst machen können. Und auch nicht sollten. Sie geben Aufgaben ab, um sich eben auf das zu konzentrieren, wo sie den größten Wert stiften können. Das braucht natürlich Vertrauen und auch klare Kommunikation, keine Frage. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Loslassen können. Stimmt, das ist eine Fähigkeit. Aber es lohnt sich. Es gibt sogar eine Gallup-Studie, die zeigt, dass Führungskräfte, die gut delegieren können, tendenziell erfolgreicher sind. Und das gilt ja nicht nur im Beruf. Auch im Privaten kann das helfen. Eine Haushaltshilfe zum Beispiel, die schafft ja Freiraum. Man kauft sich sozusagen Zeit für Dinge, die einem wichtiger sind. Verstehe. Und dieser Fokus auf das Wesentliche, der schließt dann wahrscheinlich auch das Lernen mit ein. Also Punkt 4. Lebenslanges Lernen. Genau. Zeit wird hier ganz klar als Chance für Wachstum und Entwicklung gesehen, nicht als etwas, das man nur absitzt. Bill Gates' berühmte Think Weeks sind da natürlich ein extremes Beispiel. Sich komplett zurückziehen, nur um zu lesen und nachzudenken. Ja, extrem, aber es illustriert das Prinzip. Oder denk an Spitzensportler wie Serena Williams. Selbst auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hat sie ja ständig an ihren Fähigkeiten gefeilt, Neues gelernt. Das ist eine Haltung. Das bringt uns zu einem weiteren, wie ich finde, sehr wichtigen Aspekt, der manchmal übersehen wird. Es geht ja nicht nur um Zeitmanagement im engeren Sinne, sondern auch um Energiemanagement. Das ist der 5. Punkt, oder? Man kann die beste Planung haben, wenn die Energie fehlt, dann passiert halt wenig. Absolut richtig. Produktivität hängt untrennbar von mentaler und körperlicher Vitalität ab. Das ist keine Esoterik, das ist Biologie und Psychologie. Regelmäßige Bewegung, genug Schlaf. Arianna Huffington nennt Schlaf ja sogar ein wichtiges Performance-Tool, ein Produktivitätswerkzeug. Auch Achtsamkeit spielt eine Rolle. Und das heißt dann auch,
die eigene Energie über den Tag hinweg zu berücksichtigen. Ja, genau, die eigene Chronobiologie zu kennen und zu nutzen. Erfolgreiche Menschen planen anspruchsvolle, konzentrierte Aufgaben oft bewusst für ihre persönlichen Hochphasen ein. Hemingway zum Beispiel, der hat ja immer morgens geschrieben. Nicht, weil er ein Morgenmensch sein wollte, sondern weil er wusste, dass er dann am klarsten denken konnte. Es geht darum, mit den eigenen Ressourcen bewusst und klug umzugehen. Okay, also priorisieren, Systeme schaffen, delegieren, lernen, Energie managen. Das klingt schon sehr umfassend. Fehlt noch was? Ja, ein letzter, aber entscheidender Punkt: Reflexion und Iteration. Also das regelmäßige Überprüfen und Anpassen. Also nicht nur stur einem Plan folgen, sondern auch mal innehalten und schauen, funktioniert das überhaupt so? Bin ich auf dem richtigen Kurs? Ganz genau, regelmäßig die eigene Leistung bewerten, vielleicht auch Feedback einholen und dann den Kurs eben anpassen. Es braucht diese Feedback-Schleifen. Jeff Bezos spricht da ja von Wandering Time, also bewusst eingeplanter, unstrukturierter Zeit zum Nachdenken, zum kreativen Umherschweifen im Kopf. Das ist kein Leerlauf, sondern Raum für strategische Überlegungen. Und diese Reflexion hilft dann sicher nicht nur bei der Arbeit selbst, sondern auch bei der berühmten Work-Life-Balance, oder? Unbedingt. Erfolgreiche Menschen wissen in der Regel sehr gut, dass permanenter Stress und Burnout langfristigen Erfolg verhindern. Sie nehmen sich deshalb auch bewusst Zeit für Beziehungen, für Hobbys, für Erholung. Das sichert die Nachhaltigkeit ihrer Leistung. Es geht ja nicht um einen kurzen Sprint, sondern um einen Marathon. Okay, also wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, erfolgreiches Zeitmanagement oder vielleicht besser Zeit investieren, ist also eine ziemlich komplexe Mischung. Es braucht Disziplin, ja, aber auch Strategie und vor allem Selbstkenntnis. Es geht darum, Prioritäten zu setzen, die zu einem passen. Systeme zu nutzen, die unterstützen, klug zu delegieren, um Freiraum zu schaffen. Und ständig weiterzulernen, die eigene Energie bewusst zu managen. Und eben regelmäßig zu reflektieren und anzupassen. Puh, ganz schön viel. Ja, aber der Kern ist doch eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, es geht nicht darum, mehr zu tun, sondern das zu tun, was am wichtigsten ist. Genau das. Es geht um Fokus und Effektivität, nicht nur um Effizienz. Wie Seneca schon vor langer Zeit sagte, nicht weil die Zeit kurz ist, leben wir wenig, sondern weil wir viel davon verschwenden. Erfolgreiche Menschen scheinen diese Weisheit einfach sehr konsequent zu beherzigen und die Verschwendung aktiv zu minimieren. Das ist ein starkes Schlusswort. Und eine Frage, die das vielleicht für dich als Zuhörer oder Zuhörerin aufwirft: Wenn du nur eine einzige Sache aus diesen Strategien ab morgen konsequenter umsetzen könntest, welche hätte wohl den größten positiven Einfluss, den größten Hebel für dein Leben oder deine Arbeit? Eine gute Frage, um mal darüber nachzudenken. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn dir diese Vertiefung gefallen hat, abonniere uns gerne, gib uns ein Like und teile es mit Freundinnen und Freunden. Bis zum nächsten Mal.